Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. In diesem Video zeige ich euch das neue Lenksystem GFX 750 von Trimble. Dieses System gibt es auch unter dem Namen XCN 1050 bei Case IH und Neu-Holland. Das System wurde auf der Agritechnica 2017 dem Publikum neu vorgestellt und wir gehören zu den ersten, die es nun ausprobieren dürfen. Wir wollen das heute auf einen Case IH-Traktor montieren zur manuellen Spurführung. Was mir besonders gefällt an diesem System ist, dass es modular aufgebaut ist und dass wir es nach Belieben mit einem Lenkradmotor oder einem hydraulischen Ventil aufrüsten können. Geliefert wird das System in einer praktischen Verpackungsbox. Wir haben das Basic Kit geordert, das heißt, wir haben nur manuelle Spurführung. Dazu haben wir diese Wechseladapterplatte, die ist nicht im Set enthalten, die muss speziell dazu bestellt werden, aber dazu später mehr. Wir schauen uns mal an, was alles hier zum Vorschein kommt. Als erstes haben wir hier das GPS-Empfängermodul. Das ist nicht nur eine Antenne, sondern auch ein NAV-Controller. Das Ganze sieht so aus, hat hier die Anschlüsse, die wir später gebrauchen, ist hier mit NAV 900 beschriftet und hat hier 4 Gewindelöcher für die Montage auf die Kabine oder auf den Wechselhalter. Hier drin ist erstens die GPS-Empfängerantenne eingebaut, zusätzlich ist auch der NAV-Controller neu hier in dieser Box. Das heißt, wir brauchen für eine automatische Lenkung keine zusätzliche NAV-Controller-Box mehr. Wir brauchen einfach nur noch dieses Ding auf das Dach zu schrauben und schon funktioniert es. In dieser Kiste hier haben wir das Display. Wie man sieht, ein bisschen größer als eine Hand, schön sauber verarbeitet. Hier hinten mit den Anschlüssen für die Kabinenhalterung, die Stromanschlüsse für die Kabine und der Ein-Ausschaltknopf. Hier kommt die Grundplatte, die ist serienmäßig bei jeder Verpackung dabei. Da schrauben wir später die Antenne drauf und befestigen die Platte entweder auf dem Dach oder dann den Grundhalter, wo wir dann das System schnell wechseln können. Hier gibt es eine kleine Kurzanleitung, die ist bis jetzt erst auf Englisch verfügbar, aber da kommen da weitere Sprachen dazu. Als nächstes hier die RAM-Halterung für das Display in die Kabine. Wir haben noch eine zweite Kugel dazu bestellt, dass wir einfach zwischen Traktoren hin und her wechseln können. Hier in diesen 3 kleinen Tüten gibt es Klebefüße. Die sind dazu da, wenn wir keine Schnellwechselhalterung haben, können wir die Klebefüße aufs Dach machen und können die Halterung so montieren. Die sind auch in jedem Set mit dabei. Weiter gibt es hier eine Menge Schrauben für die Kabinenhalterung. Und zum Schluss gibt es noch einige Kabel dazu. Hier sehen wir die Kabel, die im Lieferumfang dabei sind. Dabei handelt es sich um diese 3 Kabel. Wir haben hier noch ein 4. Kabel bestellt. Dieses ist dazu da, dass wir Isobus-Geräte anhängen können und so mit einem Isobus-Task-Controller auf dem Gerät arbeiten können. Aber dazu später mehr. Das erste Kabel ist das Stromversorgungskabel. Da haben wir hier 2 Kabelschuhe, eine große Sicherung und genügend Kabel für das Verlegen im Traktor.
Dann kommt hier ein 4-poligen Deutschstecker, den wir an das zweite Kabel machen. Das kann man gar nicht verkehrt herum machen. Das läuft dann so. Und mit diesem Kabel hier speisen wir den Bildschirm. Für die Verbindung vom Bildschirm zum NAV-Controller und zur Antenne gibt es ein drittes Kabel. Das ist dieses Antennenkabel. Das ist auch im Grundset mit dabei. Wir haben, wie gesagt, dieses Isobus-Kabel dazu gekauft. Das können wir jetzt einfach im zweiten Kabel, das wir hier haben, anschließen und hier mit dem Isobus vom Schlepper verbinden. Dazu brauchen wir aber dann die Isobus-Freischaltung auf dem So, nun haben wir dieses System fertig aufgebaut. Ich habe alle Kabel montiert und wir können loslegen mit der Arbeit. Wir haben hier oben links die Precision IQ App. Das ist der App zum Parallelfahren von Trimble. Als erstes verbinden wir jetzt das Tablet mit dem Telefon, damit wir Internetdaten über das Telefon beziehen können. Das machen wir, indem wir auf die Einstellungen gehen, WLAN anwählen. Und dann zeigt es uns in einer Liste alle Verbindungen an. Wir müssen jetzt beim Telefon den persönlichen Hotspot aktivieren und dann sollte hier das Telefon angezeigt werden. Die IP-Adresse hat es gefunden und jetzt sind wir verbunden. Jetzt sind wir mit dem Internet verbunden und könnten theoretisch auch RTK-Daten über das Nattel mit dem Tablet laden. Nun gehen wir zurück. Jetzt können wir auch das Display ein bisschen personalisieren. Da gehen wir auf die Display-Einstellungen, suchen uns ein passendes Hintergrundbild aus. Ich habe da schon eins hochgeladen. Drücken da Hintergrund auswählen. So sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir einen Düngerstreuer angehängt mit Isobus. Das schauen wir uns mal an. Dazu gehen wir aufs Universalterminal. Jetzt kommt da jeden Moment die Maske des Düngerstreuers, wo wir den Düngerstreuer jetzt so bedienen können. Jetzt gehen wir zurück, öffnen den Precision IQ App von Trimble. Und wir werden da auf die Startfläche geführt. So, nun sind wir auf der Startseite der Precision IQ App und sehen hier auf der linken Seite die verschiedenen Seiten. Zuerst hier der Home-Bildschirm, dann der Running Screen, dann der Feldmanager, dann die Diagnoseseite, danach die Isobus-Seite und dann die Kameras. Auf dem Home-Bildschirm sehen wir erstens, welches GPS-System das wir verwenden. Also wir haben hier nur ein EGNOS-Signal zurzeit. Hier unten sehen wir den Status der verschiedenen Geräte, die wir angehängt haben. Also erstens ist das GFX 750 jetzt online, der Querneland-Rechner vom Düngerstreuer und den NAV-Controller mit der Antenne auf dem Dach. Hier gibt es Knöpfe für die Datenübertragung und für allgemeine Einstellungen. In der mittleren Spalte können wir den Traktor auswählen. Das ist im Moment richtig. Wir haben jetzt erst einer eingegeben, den Case IH. Wenn wir mehrere verschiedene haben, können wir da aus einer Liste den jeweiligen wählen. Dasselbe ist mit der Maschine. Hier das Arbeitsgerät. Da können wir aus einer Liste ein Arbeitsgerät wählen, was wir angebaut haben. In unserem Fall ist das jetzt der Düngerstreuer von Querneland. Wir sehen uns das kurz an.
Wir gehen auf Bearbeiten. Sehen hier die verschiedenen Einstellungen, wie wir den nennen, wie die Abmessungen des Düngerstreuers sind. Auf dieser Seite die Arbeitsbreite, Versatz und so weiter. Und dann die Teilbreitenschaltung mit Isobus. Und dann, ob wir einen Hubschalter verwenden und eine Zusammenfassung, wo wir alles nochmal sehen und können das so speichern. Jetzt ist er ausgewählt und wir können zurück. Und dann gibt es hier auch eine Schaltfläche für Material. Also wir könnten da, wenn wir wollen, verschiedene Dünger oder verschiedene Spritzmittel aufschreiben. Hier auf der rechten Seite zeigt es uns das aktuelle Feld an. Das stimmt jetzt nicht. Wir befinden uns mittlerweile auf einem anderen Feld. Ich drücke drauf, weil ich jetzt Internetverbindung mit meinem Handy habe ich auch hier die aktuelle Karte, wo wir gerade sind und wo das Feld ist, wo wir drauf sind im Rang. Wir machen jetzt aber ein neues Feld. Dieses Feld hier heißt in der Hub, also das heißt, ich schreibe Hub. Und nun ist dieses Feld ausgewählt. Also jetzt ist das Feld Hub ausgewählt. Jetzt stimmt alles. Ich habe den Düngerstreuer, den Case. Ich will düngen hier auf dem Feld Hub. Jetzt kann ich ausführen. Und das Navigationsmenü wird geöffnet. Wir befinden uns jetzt auf dem Feld. Ich habe den Düngerstreuer und den Traktor passend hingestellt und umkreise jetzt das Feld das erste Mal, dass ich nachher eine Sektorenabschaltung automatisch hinbekomme. Dazu gehe ich auf die verschiedenen Führungsmuster, drücke hier Umrandung und starte die Aufnahme. Feldes angelangt und das System hat mir automatisch die Grenze geschlossen und ich habe jetzt ein fertiges Feld. Ich zoome mal ein bisschen weg, dass man das sieht. Das sieht so aus. Ich kann jetzt zurück in die Übersichtsseite. Da wird mir das Feld auch angezeigt oder noch besser im Feldmanager. Da wird mir jetzt die Umgrenzung des Feldes angezeigt. Nun kann ich mit der Arbeit beginnen und fahre da mal in die erste Fahrgasse rein. Und wir sehen jetzt, wie die 5 Sektoren sich automatisch öffnen. Wenn ich zurückfahre, stellt das automatisch ab. Ich kann jetzt auch mit meinem Anbaugerät über das Ziel, über die Feldgrenze hinausfahren und die Sektoren öffnen sich trotzdem nicht, weil ich das Feld eingegrenzt habe. So, das war mal ein kleiner Überblick, wie dieses GFX 750 funktioniert. Wie gesagt, wir haben hier nur manuelle Spurführung jetzt gebraucht. Dafür haben wir Section Control mal ausprobiert. Was mir sehr gut gefällt an diesem Gerät ist, dass es modular erweiterbar ist. Es ist keine Sache
es mit einem Lenkradmotor bis auf RTK-Genauigkeit aufzurüsten. Was mir nicht so gefällt, ist, dass man beispielsweise den Bildschirm nicht unterteilen kann in verschiedene Sektionen für Kamera und für das Isobus-Gerät, aber das ist ein kleiner Wermutstropfen. Für diese Anwendung, die wir heute im Video gezeigt haben, mit Section Control und manueller Spurführung, wäre sicher das CCI 1200 auch eine sehr gute Alternative zu diesem Gerät. Ich hoffe, irgendein Hersteller stellt mir das auch mal zur Verfügung, dass ich das ausgiebig testen kann. Was natürlich beim CCI schöner ist, dass man da mehrere Isobus-Geräte gleichzeitig zeigen kann und dass man die Anzeigefenster beliebig anzeigen lassen kann. Was das CCI 1200 aber nicht kann, ist eine Aufrüstung auf eine automatische Lenkung. Darum denke ich, ist das GFX 750, wie wir es jetzt gezeigt haben, ideal für Traktoren, die noch nicht mit einem Bildschirm ausgerüstet sind und noch keine automatische Spurführung haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf viele Daumen nach oben und Kommentare und Anregungen, was man besser machen kann oder welches Gerät ihr noch in so einem Tutorial vorgestellt haben möchtet. Vielen Dank. Tschüss.